Guten Abend zusammen. Da spricht noch einmal der George von der Schweiz. Wieso entsteht bei den Menschen Wut und Ärger? Das heißt ganz einfach, wenn wir Erwartungen haben oder auch Sachen vom Gegenüber, sei es Mann wie Frau, erwarten und das nicht zutrifft, werden unsere Erwartungen enttäuscht. Oder wenn man sagt 15:00 Uhr bei Standort A, 15:15 Uhr, kein SMS, kein WhatsApp, keine Information, wieso später, entsteht beim anderen, wo das erwartet, Ärger. Wieso bist du an diesem Zeitpunkt nicht angekommen? Wieso hast du mich nicht informiert? Wieso hast du nichts gesagt? Und das ist einfach viele Menschen, viele Mentalitäten, Kulturen, wo aufeinander prallen, sei es auch mit der Religionen. Man hat eine Erwartungshaltung, man hat eine Persönlichkeit, einen Charakter. Und wenn das andere nicht so funktioniert, treffen wir uns nicht auf der gleichen Wellenlänge, sondern wir treffen uns unterschiedlich. Und dann gibt es eigentlich schon wieder Missverständnisse, Misskommunikation und diese Sachen wieder zu einem anderen Sachen gerade biegen ist nicht einfach. Ich habe jetzt auch bei meiner Wohnung ein Beispiel. Über einen Monat sind wir immer noch dran wegen einer neuen Waschmaschine. Und weil die Verwaltung nicht mit Fuß selber kooperiert, musste ich das wirklich ansäckeln. Jetzt werde ich nächsten Dienstag ausziehen. Und von dem aus gesehen ist der Wut der Ärger von den Mitbewohnerinnen. George, wieso hast du das nicht selber zu Ende gebracht? Da bin ich eigentlich der Böse, sage ich einmal, ein böser Mann, weil ich das nicht fertig wirklich zu Ende gebracht habe. Weil sie dann wirklich etwas anderes von sich selber weitermachen müssen, weil sie ich nicht zu Ende gebracht habe. Und da ist schon wieder die Erwartungshaltung von ihnen, ja, George, du hast ja nichts zu tun, wieso hast du das jetzt bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht? Da kennt man die Hintergründe nicht und da gibt es Misskommunikation, Missverständnisse und da ist man aufeinander sauer, weil man vielleicht gar nicht die Hintergründe kennt oder man tickt anders. Und das ist einfach das, wo ihr euch bewusst sein müsst, privat wie beruflich. Es gibt immer irgendwie Auseinandersetzungen. Wichtig ist einfach, probiert wirklich trotz Emotionen, trotz Gefühle wirklich mit Respekt, Achtung einander zu begegnen. Und das ist enorm wichtig, weil man muss immer, sei es privat, beruflich, alle Hintergründe kennen, bevor man dann wirklich ein Urteil fällt, dass man sagt, ich habe jetzt dich nicht verstanden. In der Arbeitswelt habe ich es viel verstanden, da fährt man am besten, wenn man keine Erwartungen hat an das Gegenüber, sei es Mann wie Frau. Weil sonst, wenn man Erwartungen hat und vielleicht auf den Standard von einem selber das erwartet, da wird man nur enttäuscht. Und das wirklich braucht wieder Energie. Es ist ein Energiefresser. Energie wird abgezogen und das ist absolut nicht richtig. Und darum seid euch wirklich immer bewusst, was verursacht bei mir Wut und Ärger, privat wie beruflich. Ich kann euch sagen, ich musste lernen im Leben, hab nicht von dem anderen Geschlecht oder auch von Männern Erwartungen. Weil wenn du Erwartungen hast, also vielleicht hast du selber als Individuum sehr hohe Ideale an dich selbst. Und wenn du das vom anderen erwartest, da ist es eigentlich unfair oder ist es nicht richtig, weil die andere Person, die hat andere Charaktereigenschaften, andere Stärken und Schwächen. Und das ist halt wirklich momentan ein großes Problem, sei es nicht jetzt einfach in der Schweiz, in Europa, sondern mit der Globalisierung weltweit, weil man wirklich nicht versteht, was geht im anderen um oder was hat ihn vielleicht wirklich Ärger, Wut bei ihm verursacht, wie sieht es als Ganzes aus. Und das ist enorm wichtig, weil Wut, Ärger, das gibt's hin und wieder, da muss man das auch wieder rauslassen, aber sag nicht etwas Böses, Schlechtes in den Emotionen. Das ist wirklich nie gut, sondern wirklich kühlt euch ab, gebt vielleicht Sport treiben oder gebt vielleicht wirklich an einem anderen Ort
und probiert dann wieder wirklich die Gedanken zu sammeln. Weil wenn die Gefühle, die Emotionen, der Zorn, der Ärger, die Wut wirklich da sind, da sagt man etwas sehr, sehr Schlimmes, wo beim Mann wie Frau sehr viel Verletzungen auslöst. Und das müsst ihr wirklich als Ganzes euch bewusst sein. Wie gehe ich einfach wirklich mit Wut und Ärger um? Weil ich musste auch sagen, früher habe ich es wirklich viel in mich hineingegessen. Also wirklich irgendwie gesagt und so einfach wirklich wie die Verletzung angenommen. Und dann wirklich die Seele wurde so viel mit Ballast, mit Ängsten, Sachen wirklich zugemüllt, dass sich das gar nicht mehr wirklich selber aus diesem, sage ich jetzt einmal, Netzwerk oder wirklich an dieser, ja, irgendeine Blockade oder diese Sache wirklich selber rauskommen kannst. Und das ist enorm wichtig, dass ihr wirklich einfach auch lernt, trotz Wut und Ärger oder falsche Erwartungshaltung, sei es kulturell, Mentalität, wie sieht das als Ganzes aus? Und das ist enorm wichtig, weil Wut, Ärger, man kann vielleicht früher und so wir unter den Männern sagt, du, das habe ich jetzt nicht gut gefunden, du bist wegen dem und dem diese Sachen, vielleicht ein Wort, ist es einfach gesagt, wo vielleicht durch anderen Frauen ganz anders operieren. Vielleicht irgendwie, wie sage ich jetzt einmal, wie falsche Schlange oder wirklich hinter dem Rücken der anderen Frau, dass man wirklich etwas sagt, wo man vielleicht meint, ja, man kann dieser Person vertrauen und dann ist dann schon wirklich, sage ich jetzt, das Feuer im Dach. Und das ist enorm wichtig, weil Wut, Ärger, das sind wirklich Attribute des Bösen. Und darum seid wirklich von dem aus gesehen, auch Vorurteile oder Sachen, wo wirklich vorgefallen ist, man kann erst wirklich die Wut ärgern, dass man die Fakten, die Hintergründe kennt. Wenn man das nicht kennt, ist es eigentlich alles irgendwie, dass man jemanden in die Schublade A, B, C wirklich diese Sachen macht und so. Und das ist wirklich enorm wichtig als Ganzes. Ich habe jetzt auch wirklich im Guten etwas, wo ich nicht machen musste, gemacht. Und jetzt bin ich quasi von 2, 3 Seiten der böse Bube, weil ich quasi sagte, oh, jetzt siehst du dich da aus Verantwortung, jetzt zügelst und so, jetzt kann es dir eigentlich scheißegal sein. Und das ist einfach wirklich enorm wichtig, auch für euch privat wie beruflich. Schaut euch wirklich an, was hat mich jetzt auf die Palme gebracht, was hat Wut, weil hin und wieder, wenn ihr wirklich explodiert, das sind verschiedene Sachen, privat wie beruflich, die zusammenkommen. Und dann kann man eigentlich gar nicht steuern, wenn entlädt sich die Explosion, also wenn entlässt sich wirklich die Emotion, die Gefühle, wie das Ganze aussieht. Und das ist enorm wichtig, weil das kann man auch sagen, ja, man redet jetzt, ja, ich habe jetzt dies bekommen, das ist gut für mich, aber nachher redet man mit einer anderen Person, da kann man sagen, du George und so, wie wäre es, morgen Zeit, können wir das noch miteinander absprechen, wie ist der Stand der Dinge, wir können das dritte hoch ohne Emotion, Gefühle miteinander ausdiskutieren, mitteilen und ganz klar sagen. Und das ist einfach das, wo enorm wichtig ist, wie das Ganze aussieht. Und dann ist es absolut kein Problem. Und da ist es halt einfach hin und wieder auch der Charme, dass man vielleicht auch durch die Sprache oder anderen Sachen die andere Person nicht versteht. Und da kann man sagen, du, ich habe das nicht verstanden, könntest du es noch einmal wiederholen. Und das ist halt auch wieder das Schamgefühl. Ja, das habe ich der Arbeitswelt erlebt. Ja, ich kann dich nicht noch 5, 6, 7, 8 Mal fragen. Der andere, der denkt oder die andere denkt, ich bin ein Dummerchen oder wieso begreifst du das nicht? Und das ist enorm wichtig, dass ihr das auch wirklich als Ganzes begreift. Weil viel Wut, Ärger entsteht, weil wir selber frustriert, selber überfordert sind, selber das Leben nicht im Griff haben, wie wir es im Griff haben sollten. Das ist enorm wichtig. Das ist eigentlich wirklich die eigene Unzufriedenheit, Frustration, wo man hat
Und wenn man dann wirklich solche Sachen, da heißt es auf eine Art, du bist nicht gut geerdet, du hast wirklich die Erdung bei dir selber verloren. Und da ist es halt wirklich wichtig, in den Emotionen, Gefühlen geben andere viel anderen Männer wie Frauen Schuld. Wieso hast du das so gemacht? Anstatt sich selber zu hinterfragen, ist es vielleicht an mir, wie sieht es aus als Ganzes? Und das ist wirklich immer wichtig. Hier und wieder kann man es nach A machen, nach B machen, nach C machen. Irgendjemandem ist es nicht korrekt oder richtig. Und da muss man auch gefunden aus diesem Grund. Und darum sage ich immer auch wenn es nicht jeder gleich gut kann, kommunizier klar, ehrlich, wie der Stand der Dinge ist. Und dann habt ihr wirklich von anderen Seiten nicht zu befürchten, weil er klar offenbart hat, wie es als Ganzes aussieht. Und das ist enorm wichtig, weil da könnt ihr nicht sagen, ja, du hast es nicht gesagt aus diesem und diesem Grund. Und da muss ich halt schon auch sagen, meine Verwaltung und so, sie nehmen den Mietzins, aber momentan musste ich wirklich Mails machen, auch hier da sein, dass es trotzdem weitergegangen ist. Und da ist wirklich der Grundfehler. Die Verwaltung wie auch der Lieferung von dem Gerät, die müssen miteinander kooperieren. Und das wäre eigentlich die richtige Kommunikation. Und wir könnten erst in das Spiel, wenn man das Gerät hat, zuerst wirklich den Mann fragen, ist es was für Schaden, muss man es ersetzen? Und dann müssten erst wieder wir als Wege ins Spiel kommen, dass man sagt, ja, wir haben jetzt das richtige Gerät, wenn können wir kommen, wie sieht's aus? Und da können wir uns untereinander organisieren. Und das ist wirklich extrem schade. Es war wirklich ein riesiger Kindergarten, besonders eigentlich von der Verwaltung Room for You, wie auch bei Fuß, dass sie das selber nicht als Ganzes wirklich begriffen haben. Und das ist jetzt wirklich wichtig. Wie geht man mit dem um? Also der Lernprozess für mich als Ganzes ist, sage ich ganz klar, für mich, aber das habe ich jetzt auch noch dieses Video gemacht, aber ab Dienstag oder Mittwoch bin ich im neuen Kanton, in dem neuen Zimmer. Ich weiß nicht, wie lange es geht, bis ich dann WLAN oder auch das Passwort, wie ich das als Ganzes habe. Aber der Lernprozess in dieser Sache ist ganz klar. Schaut von dem aus gesehen, ruft, ich sage, Verwaltung, du, das ist nicht gut, schaut mit dem Handwerker, fertig. Mehr werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Das ist der Lernprozess. Und das ist einfach wichtig, dass ihr das auch begreift. Sei es in der Familie, beruflich, auch in den Emotionen oder diese Sache. Sagt nichts verletzend, wenn ihr wirklich aufgewühlt seid, verärgert sind, enttäuscht sind von der anderen Frau, von dem anderen Mann, sondern wirklich fragt euch selber, kommt wieder runter, einfach auf 10, 20 zählen oder geht vielleicht in den Sport oder vielleicht eine halbe Stunde, bis ihr wieder ein bisschen abgekühlt seid. Ansonsten gibt es wirklich, ist die Gefahr groß, dass es Verletzungen zwischen Männlein und Weiblein gibt. Und das ist enorm wichtig. Und probiert auch wieder, wie komme ich wieder schnell herunter. In der Spiritualität, in der Esoterik gibt es wirklich gute, wunderbare, sichtbare wie unsichtbare Helfer, die einem in diesem Bereich sehr gut helfen. Und dann ist es auch wieder wichtig, dass man wirklich wieder möglichst schnell herunterkommt. Und das ist wirklich enorm wichtig, dass ihr das wirklich verinnerlicht und schaut, wie das als Ganzes wirklich aussieht. Ich bin jetzt wirklich froh, dass ich jetzt diese Wohnung verlassen darf, weil das war jetzt 3 Monate Ghetto in Luzern und für mich war das auch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, weil ich muss es wirklich sagen, so einem Ort habe ich jetzt bis jetzt noch nie gelebt, auch nie eine Wohnung gehabt. Und das ist jetzt einfach wirklich für mich auch andere Kulturen, andere Mentalitäten, die ganz andere Sachen miteinander bringen. Auch der Konflikt innerhalb von Parteien in dieser Straße, die ist gewaltig. Also das ist nicht mehr zu handeln. Und da ist einfach viel, einfach durch andere Kulturen,
auch der Respekt, Achtung, der ist total verloren gegangen. Also es ist eigentlich eine Liegenschaft, wo der Respekt, Achtung, er ist nicht mehr vorhanden. Auch die Verwaltung nimmt gewisse Parteien gar nicht mehr ernst, wie er sie ernst nehmen sollte. Und das ist enorm wichtig, auch wieder der Grundrespekt, Achtung von den anderen Parteien. Und da muss ich wirklich sagen, das war jetzt wirklich 3 Monate ein klares Missverständnis, auch von mir gegenüber, auch von den anderen Mitbewohnern. Man schließt die Türe, jeder macht sein Ding, von dem aus gesehen. Und da muss man sich wirklich fragen, ist es dann wirklich auch noch Qualität oder möchte man? Weil das ist einfach keine Wege, sondern das ist Friedhof, das ist Totengräberstimmung, von dem aus gesehen. Und da ist natürlich auch das Wichtigste, wie gut kennt man einen selber und wie der andere. Und darum sage ich einmal Wut, Ärger, wirklich fragt euch sicherlich selber, bin ich nicht wütig und Ärger auf mich selber? Oder weil ich frustriert, unzufrieden oder gewisse Sachen erlebt habe, wo mich enttäuscht, verletzt habe, werde ich das auf andere projizieren. Das ist immer der falsche Weg. Schaut bei euch selber wirklich, habt ihr alles richtig gemacht? War das richtig, konsequent, wie ihr das bewältigt hat? Das ist enorm wichtig. Und das ist wirklich enorm wichtig. Und probiert wirklich nicht auf A zu B, sondern wirklich für euch selber den Weg zu finden. Und das ist auch eine Kunst, auch mit anderen Kulturen, auch mit Schweizerinnen und Schweizer. Wie versteht einander? Viel ist es einfach die Kommunikation, dass man einander nicht richtig versteht, wie man verstehen sollte. Und der andere hat vielleicht Schamgefühl. Ich kann jetzt George nicht rückfragen, was denkt er? Ich habe ihn nicht verstanden, aber ich kann ihn nicht noch einmal fragen. Und das ist auch wieder das Schamgefühl, wie das Ganze aussieht. Und dann werden aus unerklärlichen Gründen viele Missverständnisse und dann auch falsche Thesen, Annahmen getätigt, die einfach dann wirklich zu einem Geschirr wirklich das Geschirr wirklich zerbricht und dass man das nicht mehr kicken kann. Mir ist es wirklich scheißegal. Ich bin ab dem 30. Juni am Mittag bin ich dann wirklich an einem anderen Kanton, in einer anderen Wohnung. Ich freue mich sehr. Das ist wirklich gewaltig und so, wirklich ein sehr, sehr schönes Zimmer. Ich freue mich richtig und so. Und es ist wirklich auch der Zeitpunkt gekommen, jetzt nach Luzern mit 2 Jahren und 6 Monaten Ade zu sagen und jetzt wirklich einen Neuanfang zu tätigen. Und für mich ist es eine Riesenchance und ich durfte Höhen und Tiefen in Luzern erfahren. Und mich hat eigentlich die Erfahrung in Luzern sehr, sehr als Mensch sehr, sehr stark geprägt und auch weitergebracht. Und das ist enorm wichtig, dass man das sich auch selber sagen kann, was hat mir diese Erfahrung gebracht? Es war eine sehr kurze Reise in Luzern, aber ich habe sehr viel über mich gelernt, besonders jetzt im letzten Teil durfte ich sehr viel lernen, dass es an mir selber liegt, wie schnell, wie konsequent die Reise weitergeht. Und dann nehme ich auch die richtigen Schlüsse, dass ich noch mehr diszipliniert bin zu mir selber, auch noch mehr wirklich vorwärts mache, ein bisschen wirklich Feuer unter dem Dach. Zu viele Phasen, wo ich auch wirklich lazy war, nicht konsequent, wie ich sein sollte. Aber man hat nicht jeden Tag gleich viel Energie oder auch die gleich viele Selbstmotivation, sich selber immer von Neuem zu motivieren. Das gelingt einem nicht gut und da muss ich sagen, das braucht für einen selber auch viel Energie, viel Motivation und das ist auch als Ganzes nicht immer einfach. Darum habe ich wirklich jetzt dieses Video gemacht, wirklich noch sehr emotional, von dem aus gesehen, auch wirklich Wut, Ärger, sagt nichts, wenn er wirklich aufgebraucht, vielleicht außer Rand und Traktanten sind, sondern probiert wirklich, ja, du schau, ich bin momentan nicht zurechnungsfähig, bist viel zu stark aufgewühlt in Emotionen, Gefühle. Vielleicht morgen, wenn ich dann wieder vielleicht wie runter abgekühlt habe, können wir über diese Thematik
aussieht. Und das ist enorm wichtig. Es war jetzt auch von mir sehr emotional, sehr wirklich diese Sache. Es ist auch wieder ganz klar meine Feststellung, wie ich das selber erlebt habe. Früher habe ich wirklich die Wut und den Ärger und die Verletztheit in mir hineingegessen, gefressen. Und das ist absolut falsch, weil da musst du ja auch wirklich lernen, was du gemacht hast. Wieso hast du es gesagt? Aus welchem Grund? Und es ist halt auch wieder, ist das Gegenüber so offen und ehrlich, dass er wirklich die wahre Gründe preisgibt, oder dass man dann Notlüge oder wirklich eine Ausrede auftischt. Und das ist auch sehr, sehr schade. Und das passiert in der heutigen Zeit viel, weil man nicht den anderen für fähig hält und so, dass er das aushalten kann. Weil irgendwie, ja, was denkt der andere? Oh, das kann ich ihm doch nicht sagen. Wie wird er dann mit mir umgehen oder wie wird er das reagieren oder umsetzen? Das ist total ein falsches Denken. Sondern wirklich findet für euch den Weg und wirklich sagt einfach, ich gehe mit dieser Situation um, macht Verantwortung. Das habe ich jetzt daraus gelernt. Ich gehe mit diesen Situationen so um und das ist enorm wichtig. Da wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich weiß es nicht, den Dienstag, Mittwoch, wenn ich wirklich am neuen Ort wieder WLAN habe. Aber ich danke wirklich für diese sehr, sehr treuen Seelen, wie die Maria, wo immer super Kommentare macht und mich auch wirklich auf super Sachen immer hinweist. Da bin ich sehr, sehr froh, Maria. Lieben Gruß auch Sheila und auch den lieben Katzen bei dir. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, weil das ist nicht selbstverständlich, dass wenn jemand so macht und dass man das auch wirklich konsumiert und schaut, mal, das habe ich jetzt gut gefunden, eher weniger und so. Das ist wirklich großartig und das zeigt mir auch Wertschätzung und Respekt. Okay, da wünsche ich euch einen schönen Abend, genießt es und auch einmal mehr. Das sind Anregungen, Inputs von meinem Leben. Ihr seid einzigartige Individuen, Mann und Frau, und nehmt das selber für euch, für wahre Münzen, was ihr selber Gutes rausnehmen könnt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft gut und trägt einander Sorge. Weil Wut, Ärger sind böse, böse Energien. Und da wirft es euch sehr, sehr tief runter und dann wieder hochzukommen, das ist nicht immer einfach. Und darum bleibt wirklich voll gut geerdet, wirklich visualisiert euch wirklich und wenn in der Esoterik, Spiritualität sprecht mit dieser, wo ihr eine gute Bezugsperson habt und diese Sachen und da werdet ihr, das habe ich auch gemerkt, relativ schnell wieder runtergekommen, wie es seid. Und ich war jetzt auch ein bisschen aufgebracht und das war gut so, dass ich das wirklich auch mitgeteilt habe. Nicht wirklich, drum ist für mich die Video- oder Livestream wie eine eigene Therapie bei George selber. Und darum ist es wichtig, das auch mitzuteilen, euch wirklich teilhaben, meine Emotionen, Gefühle. Und das finde ich sehr, sehr schön. Schönen Abend, habt Sorge zueinander und tschüss.